Herzlich willkommen am Forschungscampus Stimulate. Ich bin Gina Thiese, Doktorandin im Bereich der MRT. Stimulate gibt es seit 2013, schwerpunktmäßig gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung, aber auch das Land Sachsen-Anhalt. Hier arbeiten wir als privat-öffentliche Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und möchten so die Gesundheitsversorgung verbessern. Krebserkrankungen zum Beispiel sind weit verbreitet und nehmen immer mehr zu und bedeuten für Betroffene oft eine radikale Veränderung des Lebens. Unser Fokus liegt deshalb vor allem auf der Behandlung dieser Erkrankung. Insbesondere wollen wir die Ansätze für minimalinvasive Eingriffe verbessern. Es ist zum Beispiel möglich, eine Nadel in einen Tumor einzustechen und die Nadel dort so stark zu erhitzen, dass das umgebende Tumorgewebe zerstört wird. Und das Ganze geführt durch CT oder MRT. Dazu finden in Stimulate modernste interdisziplinäre Forschung statt. Es kann zum Beispiel der Blutfluss und Aneurysmen simuliert und über neue KI-optimierte Algorithmen ein Tumor noch besser und schneller identifiziert werden. Virtuelle und augmentierte Realität ermöglichen die Erstellung von Operationstrainings. Dafür nutzen wir Hightech-Labore mit weltweit modernster Ausstattung. Sogar Studierende können hier schon ihre ersten Praxiserfahrungen machen. Unsere bildgebenden Großgeräte leiht uns insbesondere unser Partner Siemens Healthineers. Das neue Zuhause von Stimulate im historischen Speicher B des Magdeburger Wissenschaftshafens vereint alle Partner unter einem Dach, finanziert durch das Land Sachsen-Anhalt. Und das garantiert eine enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie in einer der modernsten Medizintechnik-Forschungsinfrastrukturen Deutschlands. Das hat in den letzten 10 Jahren auch schon Früchte getragen. Kurz 2 Beispiele. Wir haben ein Gerät für die sogenannte irreversible Elektroporation entwickelt. Hier erzeugen dünne Elektroden im Tumor eine so hohe Spannung, dass dieser zerstört wird. Ein zweites Beispiel ist ein Miniaturroboter. Der kann eine solche Elektrode ferngesteuert in den Tumor einführen und dadurch den Arbeitsablauf einer Intervention immens erleichtern und verbessern. Um aus Forschungsergebnissen Medizinprodukte zu machen, sind hier schon mehrere Firmen entstanden. Das Startup Radix zum Beispiel entwickelt ein rein für Interventionen gedachtes CT. Neoscan Solutions entwickelt Kleinkind-MRTs und baut im Auftrag der niederländischen Regierung den Magneten für das weltweit erste humane 14 Tesla MRT. Ergebnisse konnten auch schon in die Klinik überführt werden, zum Beispiel die weltweit erste Mikrowellenablation an Patienten mit Stimulate-Technologie im MRT unseres Partners, der Medizinischen Hochschule Hannover. Transfer von Forschungsergebnissen in Wissenschaft, Wirtschaft, Klinik und Gesellschaft. Stimulate bedient die gesamte Wertschöpfungskette, von der Forschung bis hin zu klinisch zugelassenen Verfahren und Technologien, from Science to Clinic. Und die Vision für die nächsten Jahre? Der Ausbau des Wissenschaftshafens zu einem Medizintechnik-Ökosystem. Die entsprechende BMBF-Förderung gibt es schon, das Transferraumvorhaben Transport.